Hey und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin Lisanne, ich studiere Archäologie an der Uni Leiden in den Niederlanden und heute möchte ich dich mal mitnehmen durch mein erstes Semester. Ich glaube, viele Leute haben so eine klischeehafte Vorstellung vom Archäologiestudium und wenn sie daran denken, denken sie an Indiana Jones, an Knochen, Ausgrabungen, Vasen, aber wie ist es wirklich, Archäologie zu studieren? Ich werde dir heute erzählen, welche Kurse ich in meinem ersten Semester im Archäologiestudium belegt habe, inklusive meiner ehrlichen Meinung. Vielleicht kurzer Disclaimer, ich studiere auf Englisch in den Niederlanden, heißt die Kurse werden nicht 1:1 dieselben sein wie in Deutschland, aber ich glaube, vieles ist trotzdem ähnlich, deswegen starten wir mal rein. Wir hatten zum Beispiel eine Kursreihe, die nannte sich World Archaeology und die besteht aus 6 Teilen. Heißt, wir haben World Archaeology 1, 2 und 3 und jeder Teil hat 2 Teile. War das logisch erklärt? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir 6 verschiedene Kurse dazu und die ersten 4 waren im ersten Semester. Und zwar ging es los mit World Archaeology 1 und es gab Teil 1.1, der nannte sich Human Origins. Übrigens, nicht wundern, falls ich mal darüber gucke, ich kann mir das nicht alles genau merken, deswegen habe ich mir ein paar Notizen gemacht. Ja, der erste Teil war 1.1 Human Origins, da ging es um die Entstehung des Homo sapiens und wie er sich auf der Welt verbreitet hat. Fand ich total interessant, also super Einstieg ins Studium, finde ich. Teil 1.2 war dann Prehistory of West Asia. Da ging es darum, wie der Übergang im Nahen Osten von Jägern und Sammlern zu sesshaften Bauern war. Fand ich auch interessant, muss ich sagen. Ich fasse jetzt mal beide Teile zusammen, weil die Kurse ähneln sich sehr. Genau, dann kam World Archaeology 2. Teil 2.1 war Holocene European Prehistory. Also da ging es um die europäische Gesellschaft nach der Eiszeit. Und Teil 2.2, The Classical World. Da ging es um Rom, Griechenland, auch ein bisschen Ägypten, aber da ging es nicht sehr in die Tiefe. Jeder dieser 4 Kurse hatte genau eine Aufgabe, und zwar das war die Klausur. Und die Klausur bestand aus ungefähr 40 bis 45 Multiple-Choice-Aufgaben. Dafür hatten wir, glaube ich, 2 Stunden Zeit immer. Ja, 2 Stunden Zeit hatten wir dafür, aber die meisten haben schon nach 1 Stunde abgegeben, weil 2 Stunden ist sehr lange. Meine Meinung zu diesen Kursen ist auf jeden Fall, ich habe diese Kurse geliebt. Also es waren auf jeden Fall meine Lieblingskurse, aber trotzdem muss ich sagen, sie hätten besser gemacht werden können. Also dadurch, dass jeder Kurs nur 3 Wochen ging und in der 4. Woche schon die Klausur geschrieben wurde, ging es halt nicht sehr in die Tiefe, beziehungsweise man wurde mit Informationen bombardiert. Du wusstest gar nicht wirklich, wie du das alles lernen solltest und ich fand, es war sehr überlaufen an Informationen. Super spannende Kurse, aber man muss wirklich sich ranhalten und rechtzeitig anfangen zu lernen, weil wenn man da 2 Tage vorher anfängt, ist es sehr schwierig, da relativ gut abzuschneiden und zu bestehen. Insgesamt habe ich diese Kurse sehr gefeiert und ja, das reicht jetzt erstmal zu den Kursen. Genau, dann geht es weiter mit dem 3. Kurs. Und der 3. Kurs war Past and Future. Der war auch einer der ersten, die wir belegen mussten. Also wir hatten im ersten Semester immer 3 Kurse gleichzeitig. Und im ersten Block hatten wir quasi World Archaeology 1.1 und 1.2. Past and Future und dann noch den 3., den ich gleich erwähnen werde. Past and Future war ein sehr einfacher Kurs, meiner Meinung nach, also sehr gut zum Einstieg. Es ging um die Grundfrage, warum ist Archäologie wichtig und warum sollte es uns interessieren? Also, why does archaeology matter? Die Aufgabe in diesem Kurs war es, eine Hausarbeit zu schreiben. Und es war ganz egal, worüber wir schreiben. Hauptsache, diese Frage wurde beantwortet in der Hausarbeit. Ich persönlich habe über Pompeji geschrieben und wie es helfen kann, die heutige Gesellschaft zu verstehen. Ich muss sagen, der Kurs, ja, wie gesagt, es war sehr einfach, aber auch teilweise sehr langweilig, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich war, glaube ich, insgesamt in 2 Vorlesungen von 7 oder 8. Also es war wirklich jetzt nicht sehr spannend gemacht. Es war ganz gut zum Einstieg, dass man einfach mal erfährt, wie man eine Hausarbeit schreibt, ohne diesen riesen Druck zu haben, dass man jetzt richtig krass abliefern muss, weil du musst einfach über irgendein Thema schreiben, was dich interessiert und das war richtig gut für den Anfang, finde ich. Der 4. Kurs war Landscape Dynamics 1 und das war auch der letzte Kurs im ersten Block. Und ja,
Ein sehr anspruchsvoller Kurs, ein sehr anspruchsvoller Kurs. Also es war so ein Geologiekurs, es ging hauptsächlich um Landschafts- und Bodenbildung, Sedimentationsprozesse, also alles sehr wissenschaftlich und teilweise auch sehr chemisch. Ja, also es war schon ein sehr schwieriger Kurs. Die Aufgaben, die wir hatten, waren zum einen die Klausur, die zählte zu 80%. Es gab offene Fragen, das war unsere erste Klausur mit offenen Fragen und davor haben sehr viele Leute, inklusive mir, sehr Schiss gehabt, aber im Endeffekt war es ganz okay. Und zu 20% zählten Weekly Quizzes, also wöchentliche Tests, die wir machen mussten. Es war auf jeden Fall, glaube ich, meiner Meinung nach der lernintensivste Kurs, den wir hatten im ersten Semester. Es war einfach sehr ungewohnt für uns alle, weil als Archäologen, ich glaube, ich möchte jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, aber wir sind jetzt nicht die Leute, die am wissenschaftlichsten arbeiten wollen. Es war einfach extrem anspruchsvoll und ich habe keinen kennengelernt, der gesagt hat, okay, Landscape Dynamics 1, das war mein absoluter Lieblingskurs oder das ist mir richtig leicht gefallen. Das hat niemand gesagt. Also es war, glaube ich, für alle relativ schwer. Wir hatten alle sehr viel Schiss vor dieser Klausur, weil, wie gesagt, es war die erste Klausur mit offenen Fragen und wir wussten absolut nicht, was uns erwarten wird. Im Endeffekt war es aber nicht so schlimm, wie wir erwartet haben. Also wirklich gar nicht so schlimm. Die Professorin hat übertrieben fair bewertet. Also richtig lieb, diese Frau. Richtig lieb. Die überwiegende Mehrheit hat auf jeden Fall bestanden. Ja, das war Landscape Dynamics 1. Der 5. Kurs war Field Techniques und wie der Name schon sagt, es ging um archäologische Feldmethoden oder Techniken, wie auch immer man das auf Deutsch sagt. Wir haben einfach gelernt, wie man im Feld arbeitet und welche Geräte man benutzt und so weiter. Unsere Aufgaben waren wöchentliche Practicals. Da haben wir einfach gelernt, wie diese ganzen Geräte funktionieren, wie man archäologisch zeichnet. Also sehr praxisnah und das fand ich sehr, sehr toll. Also ich habe diesen Kurs wirklich geliebt. Und die zweite Aufgabe war natürlich die Klausur, die zu 100% gezählt hat, glaube ich. Oder 75. Ich weiß nicht genau, inwieweit die Practicals da reingezählt haben. Aber die Klausur war auf jeden Fall das Wichtigste. Und die war, ich meine, zu Teilen offene Fragen und zu Teilen Multiple Choice. Aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher, kann auch nur offene Fragen gewesen sein. Ich bin mir unsicher, aber die Klausur war total machbar. Also alle meine Freunde aus dem Studium haben gesagt, das war voll in Ordnung und dieser Kurs, also ich habe ihn geliebt. Ich habe diesen Kurs wirklich geliebt. Es war richtig interessant und sehr praxisnah, was ich sehr toll fand und war sehr gut machbar. Also dieser Kurs war auf jeden Fall einer meiner Favoriten. Genau, und dann kommen wir auch schon zum letzten Kurs. Der nannte sich Introduction to Heritage Studies 1. Ich habe noch nie so einen schlimmen Kurs gehabt. Also wirklich, das war bodenlos. Vielleicht kurze Erklärung. Es ging um kulturelles Erbe. Was ist kulturelles Erbe? Museen, Konservierung und halt Heritage Studies im Allgemeinen. Wir hatten als Aufgaben ein Gruppenprojekt, das zählte zu 50%. Wir mussten einen Podcast aufnehmen. Und die anderen 50% war die Klausur, das war Multiple Choice, aber don't let it fool you, das war die schlimmste Klausur, die ich jemals geschrieben habe. Also wirklich, ich verstehe es bis heute nicht. Ich verstehe es bis heute nicht. Diese Klausur war so schlimm, das haben auch alle gesagt, wirklich original niemand hat gesagt, dass diese Klausur gut war. Die Klausurfragen waren mindestens 5 bis 6 Zeilen lang, heißt, wenn du am Ende der Frage angelangt bist, hast du den Anfang schon wieder vergessen gehabt. Und die Antwortmöglichkeiten waren erstens alle fast identisch und auch richtig lang und kompliziert und es hat einfach alles keinen Sinn gemacht. Es hat einfach alles keinen Sinn ergeben. Die Fragen waren halt oft so formuliert, so ja, was ist die beste Antwortmöglichkeit? Aber alle Antwortmöglichkeiten waren also richtig. Du musstest die beste finden, wo ich mir so denke, das ist doch total subjektiv. Also das... Nein, einfach nein. Dieser Kurs hat mich gebrochen. Ich habe aber aus unerklärlichen Gründen diese Klausur bestanden, sogar relativ gut bestanden. Ich weiß nicht, wie das möglich war, aber ich war so erleichtert, weil ich wollte die nicht nochmal schreiben müssen. Der ganze Kurs war einfach
ich weiß nicht, das war einfach nicht meins und da habe ich auf jeden Fall gemerkt, ich möchte nicht in Richtung Heritage gehen, sondern in Richtung World Archaeology, weil wir müssen uns nach dem ersten Jahr entscheiden, ob wir den Heritage Track nehmen, also ob wir uns in Richtung Museen, Konservation, ja, ob wir uns in Richtung Museum spezialisieren wollen oder Richtung World Archaeology, das ist dann Richtung Ausgrabungen. Und ich werde mich auf jeden Fall in Richtung World Archaeology spezialisieren, weil Heritage, das ist einfach nicht meine Welt. Auch wenn ich vorher gedacht habe, dass ich eher in Richtung Heritage gehe, aber spätestens nach diesem Kurs habe ich gemerkt, dass ich das nicht tun werde. Was ich unbedingt noch loswerden möchte, ist, dass ich glaube, dass viele unterschätzen, wie viel Arbeit ein Archäologiestudium ist. Wir haben relativ wenig Präsenzzeit. Also im ersten Semester hatten wir, glaube ich, fast jede Woche 3 Vorlesungen und 3 Tutorien. Und davon waren die Vorlesungen auch alle online, also die wurden alle gestreamt. Heißt, man müsste nur für diese 3 Tutorien zur Uni kommen, theoretisch. Ich glaube, deswegen kann es sehr schnell unterschätzt werden, wie viel Arbeit dieses Studium wirklich ist. Aber let me tell you, die Readings nehmen uns wöchentlich auseinander. Also wir müssen so viel lesen und so viel an Informationen in unseren Köpfen behalten, weil dieses Studium ist so riesig und es gibt unendlich viele Informationen, die du wissen kannst, sollst, musst, wie auch immer. Und ich glaube, das wird oft unterschätzt, weil du siehst halt diesen Stundenplan, du siehst, okay, du bist vielleicht 8 Stunden die Woche in der Uni, was halt gefühlt nichts ist und ich muss das auch immer wieder anderen Leuten erklären, dass das nicht alles ist und der Großteil des Studiums findet zu Hause am Schreibtisch statt und es ist wirklich nicht ohne dieses Studium und deswegen, da sollte man sich auf jeden Fall vorher bewusst drüber sein, weil es sind unfassbar viele Readings, die man machen muss und wenn man nicht gerne liest oder wenn man nicht in diese Richtung sich interessiert, dann sollte man das Studium auf jeden Fall meiner Meinung nach eher nicht in Betracht ziehen. Mein Fazit zum ersten Semester ist auf jeden Fall, ja, wie gesagt, ich dachte am Anfang, ich interessiere mich eher für Heritage. Das hat sich ziemlich schnell geändert. Ich werde auf jeden Fall in Richtung World Archaeology mich spezialisieren. Ich liebe dieses Studium, weil es so praxisnah ist. Das wurde auch nochmal im zweiten Semester deutlicher. Also falls euch dieses Video nochmal zum zweiten Semester interessiert, also dass ich euch nochmal die Kurse aus dem zweiten Semester erzähle, schreibt mir das auf jeden Fall bitte in die Kommentare. Dann würde ich dazu noch ein Video machen, weil im zweiten Semester wurde es noch sehr viel praxisnah und es hat mir richtig gut gefallen. Insgesamt bin ich immer noch sehr zufrieden mit meinem Studium und ich würde es auch nicht eintauschen gegen irgendein anderes. Ich hoffe auf jeden Fall, falls du dir unsicher warst, ob du Archäologie studieren sollst oder nicht, dass dir dieses Video ein bisschen weiterhelfen konnte. Ja, schreib mir gerne in die Kommentare, falls du noch irgendwelche Fragen hast oder wie gesagt, ob du einen zweiten Teil zu diesem Video haben möchtest fürs zweite Semester. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Tschüssi!